Ich komme gleich mit dem Schlimmen raus. Ich habe es verschlafen. Ich habe den Mauerfall verschlafen. Ich lag im Krankenhaus und ich machte meinen Walkman, kennen Sie vielleicht, an und hörte da etwas, das hat mich an ein modernes Hörspiel erinnert. Für mich war die Mauer schon offen. Ich war mit meiner Frau sozusagen zu einer Auslandsreise in dringenden Familienangelegenheiten angetreten bis zum 9. November. Da standen wir in Garmisch und haben Rundfunk gehört, wie abends Abendbrot gegessen. Wir hatten uns eingespielt, sind hochgegangen zum Inspizienten, wo wir dann immer reingehen. Und so gegen 19 Uhr hat der Schabowski sozusagen das Ding losgelassen. Ich glaube, ab sofort. So. Und wir standen neben dem Inspizienten. Und kurz bevor wir rein sind, sagte er, habt ihr schon gehört? Wir können in den Westen rüber. Was? Wirklich? Quatsch, wir müssen rein, bitte zur Bühne. Was? So, und dann bin ich auf die Bühne, habe ich mich auf die Bühne gesetzt und dann ging dieser Stöckicht los und ich habe da gesessen, habe dann die Musik gehört und dachte, jetzt kannst du vielleicht in die Philharmonie. Dann dachte ich, also Werner, du kannst nicht hier bleiben, um dich herum steht die Welt auf und du bist nicht dabei. Und die Waldbühne und... Ja, und dann kam die 9. Symphonie. Wer spielt Donnerstag die 9. Symphonie? Zumal ja noch die Pogromnacht, der 9. November war. Naja, bis dann die Auflösung in den Nachrichten kam, in Berlin ist die Mauer auf. Und geht doch gar nicht. Die Schwester staunte, als sie mich dann eben zu meinem Fahrzeug gebracht hatte. Aber dann habe ich mich reingesetzt und bin losgefahren. Ich wollte ein Fotoapparat dabei haben. Also ohne Fotos wäre mir der Tag weniger wert gewesen. Naja, und dann haben 2 kräftige Männer haben sich dann bereit erklärt, mich da hochzuheben. Und oben, muss ich Ihnen sagen, sind alle Träume, die sich in der Nacht schon ergeben haben, fast weggeblasen worden, weil auf der Mauer Hunderte von Jugendlichen, 14, 15 standen, die offensichtlich Politik live erleben sollten. Und ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Da stupste mich mein Nachbar an und dann merkte ich, dass ich schon 2-mal dran war. Ja. Und dann kam diese Nachricht, die Mauer ist auf. Alles, was ging, in die Autos rein und sind losgefahren, haben alle Gäste, die dort bei der Hochzeitsfeier stehen gelassen, alle Blumen blieben stehen, die Feier war abgeschlossen, die Musik stand da mit offenem Mund, sowas hat er noch nie erlebt. Plötzlich geht diese Mauer auf, wo man vorher, also wo viele ihr Leben gelassen haben. Und das war ein Gefühl wie, ich weiß nicht, wie 1000 Weihnachten und Geburtstage zusammen. Ich muss sagen, ich habe dieser Meldung also nicht diesen Wert beigemessen, die sie dann eigentlich hatte, weil wir hatten ja vorher schon so viele Meldungen bekommen. Wir waren doch so in dieser ganzen inneren DDR-Spannung verhaftet. Es war innerlich total verquer. Also man konnte auch nicht so richtig voraussagen, bleibt das jetzt offen?